Servus, hallo, moin moin Leute, Locke hier mit einem Tutorial zum Thema Aufhängung wechseln. Und zwar wollen wir heute die neue Aufhängung einbauen, die es seit dem letzten Update vom 24. Oktober diesen Jahres gibt. Das habe ich hier schon mal soweit vorbereitet. Man kann das am besten machen, indem man hier einfach den Trecker nimmt und den Wagen damit anhebt. Das geht wesentlich besser als mit den blöden Wagenhebern, von denen das Teil dann auch immer gerne mal runterrutscht. Man muss es allerdings ein bisschen von der Gewichtsverteilung her beachten, dass der Motor natürlich vorne relativ schwer ist. Das heißt, ich setze mit der Gabel immer ungefähr mittig unter der vorderen Tür, also unter der Beifahrertür oder der Fahrertür an. Und dann passt das ungefähr so von der Gewichtsverteilung her. Wenn ich jetzt nicht den Motor rausnehme dabei, dann wird er wahrscheinlich nicht von der Gabel kippen. Okay, ganz kurz, wie man das macht. Und zwar, wir brauchen eigentlich nur sehr, sehr wenige Schrauben zu lösen. Wir brauchen nicht mal die Räder abzunehmen, um das Fahrwerk zu wechseln. Das ist natürlich nicht wirklich realistisch, aber in diesem Spiel funktioniert es so. Und zwar brauchen wir für den vorderen Stoßdämpfer den Zehnerschlüssel für die 3 Schrauben am Stoßdämpfer oben. Die lösen wir fix. Oberseite vom vorderen Stoßdämpfer. Okay. Dann brauchen wir einen Neuner für die 4 Schrauben, die unten am Stoßdämpfer sind. Das sind diese hier. Auch die lösen wir. So. Und jetzt ist das Einzige, was wir noch machen müssen, hier diesen Querlenker oder hier diese Lenkstange zu entfernen. Dafür brauchen wir einen 12er. Und wir müssen eine Schraube lösen, die man allerdings von dieser Seite nicht so richtig gut sehen kann. Deswegen versuche ich euch das mal von der anderen Seite zu zeigen. Das ist diese hier. Die nehmen wir raus, also die lösen wir. Dann können wir dieses Teil hier kurz entfernen, das müssen wir auch. Und dann können wir den Stoßdämpfer entfernen. Da ist er. Dann nehmen wir den neuen Stoßdämpfer. Und das gleiche Spielchen passiert jetzt umgekehrter Reihenfolge. Ja, das heißt, ich hänge den hier einfach rein. Zack. Nehme mir den, was habe ich gerade? Den 10er, glaube ich. Ne? Das heißt, dann schraube ich hier oben erstmal die 3 Dinger wieder fest. Das wäre das. Dann den 9er wieder. Für die 4 Schrauben unten. Die sind beide fest. Und die andere Seite. Auch fest. Jetzt fehlt noch hier diese Lenkstange. Das ist ein bisschen tricky manchmal. Oh, da war es gerade schon der Haken. Okay, fest, beziehungsweise drin. Dafür nehmen wir jetzt nochmal wieder den 12er. Soweit ich das weiß, oder mir ist es jedenfalls nicht unangenehm aufgefallen, ist es hier auch so, an dieser Lenkstange sind 2 Schrauben. Die eine ist die wir gerade gelöst haben. Von dieser Seite sieht man es besser. Die eine ist die wir gerade gelöst haben. Das ist nämlich die hier. Die machen wir jetzt wieder fest. Ja. Und diese hier, diese Mutter, das ist die Schraube, mit der man die Spur einstellt. Die haben wir aber gar nicht verändert. Und das müssen wir auch, glaube ich, nicht.
denn ich habe beim Fahren nicht gemerkt, dass es sich irgendwie komisch angefühlt hat. Insofern, man nimmt das Ding einfach ab, ja, Stoßdämpfer raus und hinterher alles wieder dran und fertig ist die Laube. So, das war also vorne. Das jetzt einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf für den vorderen. Auf der anderen Seite funktioniert es natürlich genauso. Bei dem hinteren Stoßdämpfer ist es ähnlich. Dafür brauchen wir, den 12er haben wir schon, das ist ganz praktisch, den brauchen wir nämlich jetzt auch. Dafür gibt es hier hinten einmal 2 Schrauben im Kofferraum. Und das ist einmal diese hier. Diese lösen wir. So. Und wir brauchen die 6er für die beiden Schrauben, die es hier unten an dem Stoßdämpfer gibt. Das seht ihr auch schon, das sind diese beiden. Und die sehen wir hier. Diese lösen wir natürlich auch. So. Und dann können wir den Stoßdämpfer entfernen, die Feder entfernen. Den Stoßdämpfer nehmen wir raus. Und jetzt genau in umgekehrter Reihenfolge nehmen wir erst die Feder. Die kommt hier wieder rein. Zack. Stoßdämpfer. Andersrum. Zack. Und das Ganze wieder festschrauben. Dass der Auspuff hier so hin und her zappelt, liegt übrigens daran, dass die Gabel vom Trecker da so ein bisschen doof drunter greift. Das macht diesen kleinen Glitch irgendwie aus. So, hier oben jetzt wieder die 12er zum Festschrauben dieser oberen Stoßdämpferaufhängung. Und das war's. Vorne und hinten beides gewechselt, alles wieder fest, ohne Räder abnehmen, ohne blöde Wagenheber, ohne irgendwelches anderes Getüdel. Bremstrommeln müssen nicht ab, Bremsleitungen können alles so bleiben. Das war ein kurzes Tutorial zum Thema Aufhängung wechseln. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Basteln, ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.